Okay. Guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen bei der besten Folge von dem besten Format hier auf YouTube. Wieso fällt mir immer irgendein anderer Quatsch ein? Ich weiß auch nicht, also keine Ahnung. Du bist verwirrt. Definitiv. Und dem Spezialgast, der Spezialgäste. Du bist so spezial, dass du für immer ein Spezialgast bleiben wirst. Dana Rolle. Leute, ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt schön ins Wochenende gestartet. Es ist ja mittlerweile schon Samstag, wenn ihr dieses Video seht, und in einer Minute. Freitag, wenn ihr dieses Video Freitag, wenn ihr dieses Video seht. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Ah, ja. Also, okay. Ja, wir haben das auf jeden Fall drauf hier mit der Vorausplanung. Ihr Alles seht, gut, wir sind gestern mit dem Roller durch den Regen gefahren. Ich glaube, du hast dich ein bisschen erkältet. Habe ich tatsächlich. Meine ganzen Nebenhöhlen sind alle komplett dicht und ich bin schon auf Paracetamol. Oh. So, ja, ansonsten hoffe ich, euch geht's wenigstens besser als mir, denn ist es Wochenende. Ab morgen. Eigentlich auch schon ab heute. Es ist ja jetzt gerade Mitternacht geworden. Wir haben von denen noch gar nichts gemacht. Nein, aber es wurde schon sehr, sehr häufig angefragt, dass wir von der Gruppe mal was machen. Wahnsinn. So viele. Ich glaube, es waren auch 1, 2 Hartnäckige dabei, die wirklich jedes Mal, macht endlich The Rose. Wann kommt The Rose? Ich schaff's nicht mehr. Wann kommt The Rose? Ich schaff's nicht mehr. Ich überleb's nicht mehr. Wann kommt The Rose? Gut, okay, also Heute kommt The Rose. Ich hoffe, es ist was Gutes. Ja, das Video ist von... also die Schuhe finde ich schon mal gut. Das ist ein guter Start. Ist es von letztem Jahr? Also, mal gucken. Ja. Ich wundere mich gerade über den Pegel hier im Limiter, aber ich hoffe mal, dass alles hier stimmt. Irgendwas habe ich, glaube ich, hier falsch eingestellt. Gut, einmal hier mit dem Tontechnik-Profi, ihr wisst Bescheid. Es liegt ja auch nicht an mir, sondern an OBS. Also an dem Aufnahmeprogramm hier. Tut's aber wirklich. Das macht mich fertig. Ich habe mich auch mit Jan übrigens darüber unterhalten. Der benutzt das auch. Und Streamlabs OBS ist die größte Katastrophe. Oh, vielleicht sollte ich WhatsApp noch ausmachen. Bevor wir hier starten und die ganzen Nachrichten hier reinkommen. Gut, los geht's. Direkt statt Ambient Sound. Rückwärts? Na, sowas wäre sowas. Also der Anfang hat mir gerade sehr gut gefallen, sowohl von dem, was ich gesehen, als auch von dem, was ich gehört habe. Das ist so ein, das war, glaube ich, schon direkt das Piano, was man so rückwärts gehört hat. Ja? Könnte schon sein. Guck mal, da habe ich letztens einmal hier die Internetgeschwindigkeit getestet. Das war vor 2 Wochen. Seitdem bekomme ich jedes Mal eine scheiß Werbung. Du hast keine personalisierte Werbung. Hab ich eigentlich auch nicht. Dachte ich zumindest, weil ich immer diese shiny, wie heißt es? Shein-Werbung bekomme. Du shoppst heimlich immer online bei Shein. Was ist das überhaupt? Untertitel? Hey. Ah, ist eine Band? Also das ist jetzt in der Hook, also ich fand jetzt gerade, als der Bass dann eingesetzt hat, den Basslauf fand ich ziemlich cool, so wie der Ja. Auch geil, dass er, wenn er das wirklich mit diesem Bass eingespielt hat, das ist hier so ein klassischer Jazz-Bass, es steht oben drauf. Witzig. Ja, kann man natürlich trotzdem machen, aber es ist vom Basslauf finde ich es sehr, sehr geil. Hat was sehr Poppiges. Könnte auch Michael Jackson Bassline sein. I wanna be starting time. Irgendwie so. Na, auf jeden Fall fand ich aber jetzt hier in der Hook, wo dann dieses eine Instrument, ich glaube, es ist eine Gitarre.
Das kommt irgendwie ein bisschen too much, finde ich. Es verwirrt so ein bisschen, finde ich. Also nur, wenn fällt es so ein bisschen reinkommt. raus. Ja, so dann so Richtung Ende der Hook ist dann schon wieder okay, aber das ist eine E-Gitarre auf jeden Fall. Oder es könnte auch sein, dass es ein E-Gitarren ähnlicher Sound ist, den der eine da mit dem Keyboard dann eingespielt hat. Weil hier sieht man, dass der Frontmann eigentlich die Akkorde gerade richtig rein strummt, durchzieht. Geil. Aber was ist das? Ist es das Klavier? Oder? Ja, es ist so Klavier ähnlich. Zurück? Es ist wie so ein Pad, ja genau. Das ist auf jeden Fall zwischendurch immer rückwärts auch abgespielt, wenn nicht sogar durchgehend. Ne, ich glaube es ist tatsächlich nur rückwärts. Oh. Ja. Weil es immer so sogig. I don't wanna hold you back 어색한 시선으로 돌아보지 마 먼저 말을 해 baby I don't wanna hold you back 붉어진 시선으로 Also singt auch, ne? 날 바라보잖아 baby Tell me now Die haben nicht, ja irgendwie so vom Pre-Chorus zur Hook, es ist nicht so ein richtiger Übergang, ne? Also man ist so plötzlich in die Hook reingeschmissen. Ja, deswegen finde ich, ist man am Anfang so verwirrt, weil man nicht weiß, was gerade passiert ist, weil es plötzlich die Hook ist, aber man merkt nicht so richtig, also ja, wie du sagst, da fehlt so der Übergang, dass man so reinfließt oder so. Ja, also oder irgendwie so ein Drop oder irgendwas, das ist einfach direkt so auf einmal drin. Und Ja, so, es geht so schnell so. 날 바라보잖아 baby Tell me now 날 바라보잖아 Maybe I just have to let you go No Zepa, ne? 드리워진 내 마음처럼 No Clouds are shrouding eyes into the dark Yeah Ja, so ist halt cool, ne? Wenn du nur die Bassline hast und dann die Vocals drauf, da siehst du halt, dass weniger auch manchmal wirklich mehr ist. Und da hörst du seine Das ist auch verdammt cool. Voll, ja. Und da hörst du auch wirklich seine Stimme auch mal irgendwie. Also schon, vorher hat man sie auch schon sehr gut gehört, aber ich finde so sogar noch besser. Und die ist cool. Hey. Ja. Was war das? Hä? Du. Ja. So ein kleiner Special-Effekt mit dem Synthesizer. Aber seine Stimme Seine Stimme da. fand ich gerade geil, deswegen habe ich gerade so reagiert. Hey, okay. Cool. Ist cool, ein schöner Song. Eigentlich, ich finde nur eben diese E-Gitarre in der Hook, also den Übergang dahin, irgendwie gefällt er mir nicht so richtig. Der Ja, ist so ein bisschen, mir auch nicht so. Das ist so. der kommt zu überrascht. Ich muss auch sagen, dass mir der Mix nicht so gut gefällt im Gesamten. Die Drums, die klingen nicht so. Ich glaube tatsächlich, man könnte das alles nochmal tontechnisch auf ein besseres Level bringen. Also wenn man sich dann mal so Weltbands oder ihre Recordings anhört, die irgendwie vergleichbare Musik machen und wirklich auch Nummern sind, die vielleicht schon Evergreens sind, also die man seit Jahrzehnten hört,
das einfach mal in so einem A-B-Vergleich machen würde, also einmal den Song hören und dann den Weltsong, sage ich mal, wird man schon merken, dass im Mix, glaube ich, einiges noch machbar wäre, vor allen Dingen im Mixing, ja, also die Drums, weil gespielt ist alles super. Ja, also Was? der Basslauf, geschrieben ist es auch tatsächlich gut, ja, vielleicht bis auf den Pre-Chorus, da hätte man vielleicht Arrangement-mäßig ist es aber das ist halt die Sache. Bei so einer Produktion sind ja viele, viele Schritte stecken ja immer dahinter. Einmal das Songwriting, das Lyric-Writing, so gesehen dann auch noch. Und dann kommt man ja langsam in die Produktionsphase und dann spielt man die Instrumente ein. Dann ist aber auch die Frage, wie wird das Ganze arranged? Also wann kommen welche Parts oder wie lang spielen die Parts und so weiter. Macht man vielleicht noch kleine Pausen rein und so. Und dann die Produktion selber und dann das Tontechnische, das Post-Production, also alles mit Mixing. Mixing ist sehr, sehr wichtig. Und dann noch eigentlich in der Post-Production relativ kleiner Schritt noch das Mastering. So. Und ich glaube, dass man im Mixing hier tatsächlich noch mehr hätte rausholen können. Ich finde, die Drums klingen irgendwie nicht so richtig fett. Der Bass ist zwar da, man hört natürlich den Bass, aber nicht so dick unten rum. Und ich finde auch seine Stimme ist irgendwie, weiß ich nicht. Also ich habe wirklich das Gefühl, das Mixing ist nicht so geil. Okay. Das sind viele Punkte, wo ich jetzt sagen würde, könnte man, glaube ich, echt viel, viel mehr rausholen noch. Also ich weiß nicht, wie groß diese Band ist und woran das liegt, dass sie hier vielleicht jetzt nicht das beste Mixing bekommen haben oder ob die es vielleicht selber gemacht haben. Aber da habe ich auf jeden Fall in der K-Pop-Welt schon einiges gehört, was auch im Bandbereich besser klingt. Das ist jetzt aber wirklich eine tontechnische Frage. Der Rest ist auf jeden Fall sehr gut. Ich meine, bei dem Entertainment, wo die sind, ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste. Storm Music Entertainment. Aber sind die bei denen oder wurde das nur auf dem Kanal hochgeladen? So ist es ja bei denen auch manchmal. Ah ja, stimmt. Gute Frage. Naja. Ich glaube schon, dass die noch ein bisschen kleiner sind. Auch, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch von dem Video her vielleicht. Kann Weil sein. es war jetzt nicht dieses K-Pop-typische, überheftige Hammerding, was wir schon irgendwie eher so gewohnt sind oder was ich zumindest mehr so den Eindruck habe. Es war schon ein bisschen einfacher oder simpler gemacht. Ja. Also trotzdem fand ich es mega geil, aber ist halt nicht so die Nummer Aber wie ich jetzt glaube, es scheint nur so, weil auch wenn du jetzt diese Effekte hast, wo die dann verschwinden Ja, gut, und so, das ist schon die aufwendig. sind schon sehr gut. Das ist jetzt, das sieht nicht cheesy oder so Nee. aus. Im Gegenteil, der ist ja echt wie so ein Ultraschall-Blast, kommt ja noch so dahinter Einfach nach. weg, das ist schon gut, ja. Weiß ich nicht. Also, 틈 사이로 달빛이 오늘따라 반쪽일까 weil hier die Vocals zum Beispiel, so wie die dann gedoubled sind, das klingt dann wieder on point. Aber ich habe zwischendrin immer so das Gefühl, dass so ein paar Sachen dann irgendwie, also mixing-technisch doch Ja. ein Tick. Untergehen. Ja, oder hätten vielleicht irgendwie besser eingestellt werden können. Ja, weil jetzt hier die Vocals, hier dann die Doubles, 오늘따라 반쪽 ne, da ist ja hart rechts, hart links, ist ja die Harmonie gesetzt, vocal-technisch. 달빛이 오늘따라 반쪽일까 Und das klingt super. Also richtig gut sogar. Aber irgendwie die Instrumente vor allen Dingen, habe ich das Gefühl, mixingmäßig nicht so geil. Schade, weil, also gerade wenn ein Song gut geschrieben ist und dann auch vielleicht sogar, ich sag mal, ganz gut produziert und die Jungs auch gut eingespielt haben, weil auch so rhythmisch mäßig oder so vom Groove her fand ich die Drums auch sehr cool. Voll. Ja, hat er auch sehr gut gespielt. Da merkt man auch nochmal einen Unterschied zu einprogrammierten Drums und welchen, die live eingespielt sind. Klar kann man bei live eingespielten dann auch noch einiges schieben, später dann nach der Aufnahme, aber es ist trotzdem vom Feeling irgendwie noch ein Unterschied. Ja, aber stimmt, was du gesagt hast, war irgendwie dafür, dass die Drums so richtig eingespielt sind, sind die sehr zurückhaltend auch Sehr, irgendwie. ja. Man nimmt dann schon eher den Bass wahr als die Drums. Ja. Und ich glaube, die haben also die werden das wahrscheinlich sogar mit Absicht gemacht haben, um das so ein bisschen mainstreamiger zu machen, also mehr ins Pop-Genre zu setzen und nicht zu sehr in so ein Rock-Genre, weil wenn man Live-Drums hat, kann das sehr schnell passieren, dass der Song dann sehr schnell in so einen Rock- oder Pop-Rock reingeschoben wird und das möchte vielleicht
irgendjemand dann nicht. Also ob es Label ist oder die Künstler selber oder sonst irgendwie. Ja, okay. Das könnte auch ein Grund sein, aber gut. Apropos, Shein. Jedes Mal seit Monaten. Gut, Freunde, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, ein Glöckchen an für den Ehrenmann und schaut auch bei Dana vorbei. Alle ihre Links unten in der Beschreibung und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Freitag und startet schön ins Wochenende. Bis zum nächsten Video. Willst du noch was sagen? Schönes Wochenende. Tschüss.